Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tales of Interest, einer Sendereihe über die Cityliga. Das zweite Rennen der Saison ging über 34 Runden, gefahren wurde der LX6 Roadster. Mit 190 PS auf etwa 600 Kilogramm Lebendgewicht ging es ganz gut vorwärts. Zumindest soweit die Strecke das erlaubte, 5,2 Kilometer pro Runde, 14 Kurven, einige davon recht tricky. Einen der Knackpunkte sehen wir schon im Hintergrund, die schnelle Schikane im ersten Sektor. Ein guter Startplatz ist immer hilfreich, gerade auf so einer Strecke, wo sich das Feld oft weit auseinanderzieht. Weltrekordzeit 2 Minuten 0798. Für diese Qualifikation eigentlich nicht relevant, denn auf einen Rundenrekord hatte es wohl niemand abgesehen. Das Quali-Format ließ nicht viel Raum für Fehler, 2 Versuche und das war's. Oder es war eben nix. Nerven behalten, auch wenn der erste Versuch daneben geht. Für das Überfahren der Boxenlinie gab es dann noch diverse Strafen. Im Grid 1 landete Kovac ganz vorne mit 2 Minuten 09. Im Grid 2 war Frank nur wenig langsamer. Start frei fürs erste Grid. Die Ampel springt auf grün, alle kommen gut weg und auch ohne Probleme durch die ersten Kurven. Die Wetterlage ist ruhig, nur 8 km/h Windgeschwindigkeit. Die Teamkollegen Pike D und Super D kommen sich gefährlich nahe, aber Glück gehabt. Im zweiten Sektor Pech für Elmo, er gerät hier in die Zange und wird abgequetscht. Er kann aber weiterfahren und dann verlaufen die nächsten Runden auch ohne dramatische Zwischenfälle. (27 Starter im Grid 2, -1, denn der schnellste war hier schon nicht mehr dabei. Frank wurde für den Start nicht zugelassen aufgrund seiner schlechten Verbindung. In der ersten Kurve wurde es gleich eng, da wird auch etwas angeschoben oder durch die Wiese gefahren. Aber richtig dick kommt es dann in der Schikane, Daniel wird quergestellt und kriegt dann nochmal eins hinten drauf. Falke verschätzt sich bei der Anfahrt, aber da hat er eigentlich noch Glück gehabt, dass er nur in den Sand gerutscht ist. Ende Runde 2. 3 Autos, eine Kurve. Eine spannende Situation. Ob Mut oder Leichtsinn, man weiß es nicht genau. Jedenfalls sehr schönes Racing, denn alle lassen genügend Platz. Das in der Mitte war Pete, der sich ja nach vorne gearbeitet hat. Es blieb nur kurz so einfach für Pete, denn jetzt trifft er auf Martin Kapal. Der hat sein Lenkrad seit dem letzten Rennen scheinbar repariert. Pete greift an, doch zu hastig. Kapal bleibt vorne. So ging das einige Zeit hin und her. Noch einmal versucht es Pete, doch Kapal macht sich schon wieder bereit zu kontern. Noch 7 Runden sind zu fahren. Beide Fahrer pushen wie es nur geht. Pete ist wieder dran. Jetzt zieht er aus dem Windschatten, gleiche Kurve wie anfangs. Wieder über die Innenbahn und diesmal klappt es. Auch der Mann mit der Startnummer 1 wollte wieder nach vorne, hier allerdings ohne Nummer im zeitlosen Dunkelgelb.
Kleines Gewühl bei den 180er-Kehren, oben eingeblendet die Onboard-Kamera von Ascona. Der hat erstmal das Nachsehen, doch bleibt in Lauerstellung. Innen oder außenrum, für Winkler ist das nur Nebensache. Ascona nutzt jetzt die Situation und geht an Sasca vorbei. Für ihn zumindest mathematisch +/- 0. Für uns Zuschauer bedeuten solche Manöver natürlich trotzdem einen Mehrwert und sind immer sehenswert. Im letzten Drittel holte Totti langsam auf Platz 1 auf. Die Rundenzeiten sahen gut aus, doch dann pusht er zu hart und das Heck rutscht weg. Jedoch war er nicht der einzige Fahrer, der sich verleiten ließ, jede Runde etwas näher an das Limit heranzurobben. Ein bisschen den Bremspunkt verschoben, etwas früher aufs Gas getreten und zack. Dazu noch dieses Auf und Ab und diese Haarnadeln, das war schon etwas anders als die letzte Strecke. Einer noch, weil es so schön war, dann reicht's aber auch erstmal, wir sind ja hier nicht bei Ups, der Pannenshow. Die Fahrer hatten nicht nur mit dem eigenen Fahrzeug zu kämpfen, sondern auch mit denen der Konkurrenz. Jens hat hier Glück, dass er nicht umgedreht wird. Grundsätzlich aber ein sehr faires Rennen von allen Fahrern, auch im Duell Forsters gegen Erdinger. Am Start haben wir gesehen, wie Daniel aufs Dach gekippt wurde. Mit dem Ersatzauto konnte er noch einiges aufholen. Zählen wir doch mal mit. Das letzte Manöver gerade noch einmal von außen. Das war nämlich die vorletzte Kurve. Papa X schießt hier weit raus und Daniel geht innen vorbei. Vielleicht die knappeste Entscheidung in diesem Rennen. Auf dem Papier standen natürlich noch kleinere Abstände. Aber so einfache Last-Minute-Überholmöglichkeiten wie in den Steilkurven von Kyoto gab es diesmal nicht. So nah und doch so fern. Hier bei Soini gegen Dietmar war der Abstand noch etwas kleiner, aber die Strecke reichte nicht aus, um vorbei zu beschleunigen. Ein richtiges Fotofinish war aufgrund der scharfen Kurven kurz vor dem Ziel unwahrscheinlich. Spannende Duelle haben wir ja trotzdem gesehen. Die Ergebnisse im ersten Grid. Kovac gewinnt vor Treu und Morvai, Winkler als amtierender Champion auf Platz 7. Im zweiten Grid hatte LRK-Racer diesmal das richtige Setup. Totti auf Platz 2 und Blackie holte Bronze als Gastfahrer für Extreme Racing. Was bringt die Zukunft? Es geht weiter in Fan Bay auf einem Custom Layout. Das Mini-Oval oder Hufeisen oder wie man es nennen möchte, wird quasi in die Strecke eingebaut. Das ergibt sicher die ein oder andere Überholmöglichkeit. Gefahren werden die beiden GTI, das Design von Team Infinity kann man schon auf Facebook bewundern. Das war's dann von mir aus, danke an Edgar, Neox, Ascona und Falke für die Mithilfe. Ja, und tschüss.